Kaya must contemplate as a kaya, not feeling, not consciousness, not Dhamma. That is the meaning, to classify and use. Das sind ja die 4 Gruppen von Objekten genannt. Körper, Gefühle, Bewusstsein und die Dhammas. Und wenn wir den Körper kontemplieren, dann sollen wir ihn als Körper kontemplieren und eben nicht als Gefühl oder als Bewusstsein oder als Dhamma. That's very important. Yeah. Separately identified. Yeah, separately identified. Since the misperstanding is true, otherwise the misunderstanding will be very big. Yeah. Roundly contemplate. Because the object is one, the contemplation is another. So it is maybe round. So etwas anderes wäre wie die Kontemplation, wäre verwirrend. The Asian teachers and verse, Asian teachers written this verse is very interesting. It's mentioned in commentary. Alte Lehrer haben einen Vers geschrieben, der ist im Kommentar erwähnt. It is said, Yampasati Natan Taita. He said, Yampasati Natan Taita. What we see is not, it is a see. Is it clear the meaning? What we see is not, it is see, it is to be seen. Wir sehen, was nicht zu sehen ist. Stimmt das nicht? Maybe you can clarify a little more? Yeah. It's a verse is Yampasati Nadan Datan. What we see is not a see by eye. What we see is not see by eye. Was wir sehen, wird nicht vom Auge gesehen. This is you see, said is a confusing words. That is the meaning. We see just only visible object, form or color. But women are only imaginary, concept. Wir sehen nur die sichtbare Form oder Farbe. Und wenn wir meinen, wir sehen einen Mann oder Frau, dann ist das nur ein Konzept. Is it that? This is a philosophy. We must think deeply, otherwise we cannot get the meaning. Das ist eine Philosophie, wir müssen tief darüber nachdenken, sonst verstehen wir es nicht. For example, we see with our eyes, we see only form or color. But a concept, there's a book. So that is beyond the sea. Beyond the sea with the eye. Is it that? Concept beyond. Zum Beispiel bei diesem Buch, wir sehen eigentlich nur Form oder Farbe, aber wir glauben, ein Buch zu sehen, das ist ein Konzept und das ist jenseits dessen, was wir wirklich sehen. We go beyond the form and color, visible object, and a book. We see books. Is it that? We see a book. Wir gehen jenseits von Form und Farbe und sehen Bücher. Directly we see there's a man or woman, it's a tree, buildings. Mental concept. Yeah, mental concept we see. Not to see with our eyes. Only concept we see. Wir sehen Bäume, Männer, Frauen und so weiter, aber nur Konzepte, nicht das, was wir wirklich mit unserem Auge sehen. Jani, wo steht dieser Satz? Where did you find this sentence? This is yes, in commentary. Commentary you can find in commentary on Satipaṭṭhāna Sutras. Bahya is not it. Yeah. Complete sentence is Yam pasati natan detan yan detan tan napasati appasam pachate muno pachamano namochatis. It's a complete sentence. Yan detan tan yan pasati natan detan. What we see is not the see with the eye. Then what we see with the eye we did not see. That is it. We did not see. If we not see correct, the foolish
was tied by mental defilement. When we tied by mental defilement, he cannot have liberation. It's say like that. Cannot have liberation. Can you repeat the English version? Okay. What he see with the eye, what he see is not the thing see with our eye. Was sieht, sind nicht die Dinge, die mit dem Auge wirklich sieht. What is seen with the eye is we did not see. Was mit dem Auge sieht, das sieht nicht. If we not see, we are confused and bound by the karma bondage. Wenn wir nicht sehen, sind wir verwirrt durch beide. Bind means karma bondage. Bind bond, the bondage. Mental defilement also. Was wir sehen, ist das Buch, sondern das Konzept hinter dem Buch, was wir drin eingespeichert ist. The meaning is when we see the book, what we do is not see the book, but the mental concept behind the book. Yeah. That's what we see here. Only concept. Only the concept. If it's just a concept, we will be not free. We will be. That is the meaning. We will be bound by. Binding by the concept. Wenn wir die Dinge nicht richtig sehen, sondern nur die Konzepte, dann sind wir gebunden. If we are bind, we are not. We cannot liberate. Wenn wir gebunden sind, können wir nicht befreit werden. From the reality, how we blind. Yeah, that's right. Wir sind blind für die Realität. So this verse is philosophy, philosophically explained. Das ist philosophisch erklärt in diesem Vers. He removed the concept and illusion. Illusion. Therefore, contemplate the body in the body. We must contemplate the body as a body. Konzept und Illusion sind beseitigt. Wir müssen den Körper als Körper kontemplieren. Not go beyond, not follow the concept. Nicht dem Konzept folgen. It's okay, that is clear the meaning? Ich möchte noch was fragen. Im Grunde entsteht doch alles im Geist. Warum kann ich mich denn nicht gleich mit dem Geist beschäftigen, muss mich erst mal mit dem Körper abgeben oder mit mir fühlen oder sowas? She thinks everything arises or starts with the mind. So why not to start contemplating with the mind or the feelings? Why to contemplate on the body? Why start? Why it is necessary to contemplate on the body? Because it is said everything starts from the mind. That is Yesterday you explained. that is not the order of teaching. That is not to start the body. Not the order of practice. The Buddha's not the order of practice, the order of just teachings. Das ist nicht die Reihenfolge der Praxis, sondern nur die Reihenfolge, wie es gelehrt ist, der Lehre. Like that, you see, alphabet, so Roman alphabet, English words, use A, B, C, D. That is just order. Not all words must start A. This is only bei the unserem order. Alphabet mit A, B, C, das ist nur die Reihenfolge, die mit A beginnt, aber nicht jedes Wort, nicht jede Praxis beginnt mit A. Not the order of practice, not order for practice, order of teaching. Das ist nicht die Reihenfolge der Praxis, sondern die Reihenfolge, wie man es lernt. Is it right? We talk about the start of the bodies because of more clear. Mind is not so clear like the Wir beginnen body mit is dem more Körper, clear. weil der Körper klarer ist als der Geist. Easier for many people. Yeah. Für viele Leute einfacher. It's tangible, the body is Yeah, tangible and can be seen, can be shown easily. Körper ist berührbar, sichtbar, er kann leicht gezeigt werden. The Buddha is
good lecturers and professor, which was a start to explain. Buddha war ein guter Lehrer, Professor und hat gewusst, wie man am besten anfängt zu erklären. Okay, this first one is a Kaya Nupassana, contemplations of the body. There are necessary important three factors that the Buddha has mentioned here. Without these three factors, it cannot succeed. Das erste ist also Kaya-Nupassana und der Buddha hat 3 Faktoren genannt, die sehr wichtig sind. Ohne diese 3 kann man keinen Erfolg haben. When you contemplate, when you practice a Kaya-Nupassana, contemplations of body, these 3 factors are very important. What are the 3? Diligence, atapi. Atapi means diligence. Wenn wir Kaya-Nupassana kontemplieren, was sind die 3 Faktoren? Das erste ist Atapi, das bedeutet Eifer, eifrig. That is the meaning. You must have effort to contemplate, not lazily, not care. Must be effortly, forcefully. You must do this. The Wir meaning. müssen Anstrengung haben, uns bemühen. Is it, the meaning is clear. Diligent. Must be diligence. Must have diligence to contemplate the bodies. Diligence are necessary factors. Without a diligence, we cannot contemplate. That is the meaning. Ohne Anstrengung, ohne Eifer können wir nicht kontemplieren. That is a Samma Vayama, you see. In Eightfold Noble Path, Samma Vayama. Das ist, Right effort. das ist aus dem edlen 8-fachen Pfad, Samavayama, die rechte Anstrengung, das rechte Bemühen. When we practice meditation, if there is not atapi, we want to sleep. In der Meditation, wenn wir Atapi nicht haben, dann wollen wir schlafen. We want to stop 5 minutes, 10 minutes. Wir wollen 5 Minuten Pause machen. So this atapi is necessary. Das Atapi ist notwendig. Then another important factor is sampajano, well comprehension or fully understanding. Und der nächste ist Sampajano, wissensklar, voll verstehen. That is also very important. Must understand, must know, clearly knowing. This clearly knowing regarding to the object. If it confused, it cannot continue. Wir müssen klar verstehen, klar wissen bezüglich des Objektes. Wenn wir es nicht klar verstehen, können wir nicht weitermachen. For example, if we practice anapana, breathe in, breathe out, we must clearly understand the natures of breathe in, breathe out. Zum Beispiel, wenn wir Anapana praktizieren, dann müssen wir klar verstehen über Ein- und Ausatmung. If we not clearly know, we cannot succeed. Wenn wir kein klares Wissen darüber haben, können wir keinen Erfolg haben. Then another important factor is satima. Must have mindfulness. Ein anderer wichtiger Faktor ist Satima. Wir müssen Achtsamkeit haben. Without a mindfulness, we cannot maintain the object. We cannot maintain the object. Ohne Achtsamkeit können wir das Objekt nicht beibehalten. Here the Buddha not mentioned concentration, directly mentioned concentration. Hier hat der Buddha nicht direkt Konzentration erwähnt. Because concentration is also included in satima. Sati is a concentration. Because in Eightfold Noble Path, Samma Vayama, Samma Sati, Samma Samadhi are one group. They are one group. Samadhi group. Hier hat der Buddha also Konzentration nicht extra erwähnt, aber sie steckt in dem Wort Satima drin, in der Achtsamkeit. Im edlen 8-fachen Pfad gibt es diese Dreiergruppe für Konzentration, Samavayama, Samasati und Samasamadhi. So here these 3 factors are working together. Diese 3 Faktoren arbeiten hier zusammen. How
they have different functions to perform. Sie haben verschiedene Funktionen auszuführen. We must understand this also. Sati, mindfulness function is just mindful of the object. That is its function. Die Funktion von Sati ist nur achtsam, sich achtsam sein eines Objektes. Able to wait over the object. Yeah. Only mindful this object. But Sati cannot realize the nature of the object. Aber Sati kann die Natur des Objektes nicht realisieren. It's the functions of knowledge, the functions of panya. Das ist die Funktion von Wissen, von Panya. Is it that? Sati just mindful. Without a mindful, panya cannot penetrate. Sati ist nur die Achtsamkeit, aber ohne Achtsamkeit kann Panya, die Weisheit, das Wissen nicht durchdringen. Diligence encourage then. Der Eifer, die Bemühung ermutigt sie. Is forcefully encouraged then to do their functions. Sie bestärkt, ermutigt sie, ihre Funktionen auszuüben. So in that case we must understand they have different functions. Also wir müssen verstehen, sie haben verschiedene Funktionen. We must consider a simile. Wir können ein Gleichnis anschauen. If we wish to shoot a target with a gun or arrow, Wenn wir mit einem Gewehr oder einem Pfeil auf ein Ziel schießen wollen, how many things are necessary? wie viele Dinge sind notwendig? First we must point. Zuerst müssen This wir target. zielen auf das Ziel. It's one function. Is it that? Must point to the target. Then must be we must make it still, not shake. Must keep it still. Dann müssen wir das Gewehr stillhalten, nicht zittern. Then we shoot. So hitting the target is the one function. That is the functions of arrow. Not the functions of eye, not the functions of hand. The functions of hand is just to point. Eyes functions to look at the target. Is it that? Yeah. Hitting the target is penetrating the target is the functions of arrow. I cannot hit. Also die Funktion der Hände ist, das Gewehr oder den Pfeil und Bogen stillzuhalten. Die Funktion des Auges ist, das Ziel zu visieren. Und die Funktion des Pfeiles ist, das Ziel zu erreichen. In this way, the Buddha has mentioned important factors here. The most important factors that the Buddha mentioned, but don't think the other factors are unnecessary. There is including this concentrations also. Okay, without a concentration, it's impossible. So here, Atapi referring to Samma Vayama, Satima referring to Samma Sati, then including Samma Samadhi. Der Buddha hat hier nur die 3 wichtigsten Bedingungen genannt, aber glaubt nicht, dass die anderen nicht nötig wären. Atapi gehört also zu Samma Vayama und Sampaccano. Sampaccana is referring to Samadhi and Sammasankappa. Ja, zu den ersten beiden Pfadgliedern Samadhi und Samavayama und Satima zu Samasati und Samadhi. So altogether 4 noble paths. Out of a 4 noble, Buddha's main teaching is a 4 noble path. That is Buddha's main teaching. Buddhas Hauptlehre ist der edle 8-fache Pfad. But they are called only 5 factors are work. Only 5 factors are workers Aber nur 5 in meditation. Faktoren des edlen 8-fachen Pfades arbeiten in der Meditation. Samadhi, Sammasankappa, Sammavayama, Sammasati, Sammasamadhi. These 5 factors working together.
Es arbeiten nur Samadhi, Samasankappo, Samavayamo, Samasati und Samasamadhi zusammen. Samavacha, Samakamanta, Samaachiva belong to morality. Is a former preceding works. Die anderen 3 Faktoren, Samavacha, Samakamanta und Samaachiva, gehören zur Ethik. Das ist die Vorbereitung. In meditation, necessary factors are only 5. These are 5 factors. In der Meditation sind nur diese 5 Faktoren nötig. These factors are covered with these 3 words: Atapi, Sambhajano, Satima. Und diese 5 Faktoren sind mit diesen 3 Wörtern abgedeckt. All type of meditations are only these 5 factors working together. In allen Arten von Meditation arbeiten diese 3 Faktoren zusammen. Sampaccano Yes. corresponds to what factors of the Eightfold Path again? Reflection. Sambhajano. Sampaccano corresponds to what factors of the Eightfold Path? The Sambhajana, Samadhi and Samasankappa. Right understanding and right thought. Okay. And Atavi corresponds to Samavayama. Samavayamo. Yes. Nochmal eine Frage. Bei der Betrachtung des Körpers, also bei der Betrachtung der Körperempfindungen, zum Beispiel bei der Gehmeditation, ist es jetzt eigentlich Betrachtung des Körpers oder ist es Betrachtung von Vedana? Ist das eigentlich einzuordnen? He's asking, during walking meditation, when we are aware of the sensations of the body, is it Kayanupassana or Vedananupassana? Like that? Walking meditation. Yeah. If he is aware of the body sensations during walking, is it observing the body? Is it Kayanupassana or observing the Vedana? Sensation, if you notice a sensation, is Vedananupassana. Wenn man die If a Empfindungen sensation. betrachtet, auch die Körperempfindungen, dann ist es Vedananupassana. Yes. Is this the reason that the Buddha stresses? Normally he uses this compound word Sati Sampajanya, but here Satima and Sampajanya separate to stress the covering of the 5 factors. But in this sentence, the Buddha has separated Sati Sampajanya also. Sati Sampajanya is used in performing the functions, in normal functions. For example, when you are eating, it must have a Sati Sampajanya. This is during meditation. Eating and something doing, that is a Sati Sampajanya. Sati Sampajanya. Es werden oft die 2 Faktoren zusammengefasst, Sati, Sampajana, beim Essen zum Beispiel. Aber hier will der Buddha wohl betonen, diese 3 Faktoren. Und you see, in Kaya Nupassana, Sampajana Papa, Sampajana sections will be there. Okay? Regarding to Kaya Nupassana, the Buddha himself explained number 1, Anapana, number 2, body posture, number 3 is square comprehension, number 4 is Patikula Manasikara, attention of impurities. Then number 3, number 5, number 4. So 1, 2, 3, 4. Number 5. This is number 5 element. Attentions of element. Then number 6. This is a dead body, corpse. So we'll explain many objects regarding to Kaya Nupassana. in Kayanupassana, in der Betrachtung des Körpers, werden 6 Objekte, Übungsfelder erklärt. Anapana, aber die Atmungsachtsamkeit, das 2. sind die 4 Körperhaltungen, das 3. die 4-fache Wissensklarheit, Sampajano. Dann 4. die Erwägung des Widerlichen, 5. die Erwägung der Elemente und 6. die Leichenfeldbetrachtung. Das wird noch erklärt. Okay. Now, yes. Yeah? Okay, let me conclude my Dhamma talk and lecture on Satipaṭṭhāna is in the morning, and afternoon will continue 2 hours. Okay, so
Let me say, live for Dhamma knowledge. Live in Dhamma Wissen. Yeah. We live for Dhamma knowledge. Wir leben für Dhamma Wissen. We live with the Dhamma knowledge. Wir leben mit dem Dhamma Wissen. We live in Dhamma knowledge. Wir leben im Dhamma Wissen. Vergessen Sie Dhamma nicht. Sadhu, sadhu, sadhu. I know only this one.